Nun könntest du dich fragen, es sind ja nicht jeden Tag Krisen. Sind die Hebel für Zukunftsfähigkeit nicht eigentlich auch in ganz normalen Zeiten relevant? Braucht es die nicht eigentlich immer? Die Antwort ist nein, es braucht sie nicht immer. Vielleicht überrascht dich das, aber wenn gesellschaftliche Fragen und Kundenwünsche geklärt sind, dann können größere Sinnfragen vom Tagesgeschäft ablenken, ohne einen großen Mehrwert zu stiften. Wenn ich gewünschtes Verhalten ausreichend erzwingen oder zumindest planen und kontrollieren kann, ist Vertrauen viel weniger bedeutsam. Wenn ich einen stabilen Prozess habe und die Kundenanforderungen und Märkte sich gar nicht ändern, dann kann zu viel Agilität und Erfindergeist die Effizienz sogar deutlich verringern. Daher hat die Natur es schlau eingerichtet, dass wir Menschen, solange es zumindest scheinbar funktioniert, wir ganz gewohnt weiter unseren Routinen nachgehen. Ich nehme an, das kennst du auch, oder? Es ist erst die Veränderung, die den entscheidenden Anstoß gibt. Erst wenn die Notwendigkeit zur Veränderung entsteht, dann straucheln Organisationen, denen Sinn, Vertrauen und Agilität fehlt. Sie straucheln, weil sie nicht das gleiche Potenzial haben, ihre Mitarbeitenden und die Umwelt für die notwendigen Veränderungen zu aktivieren und aus den Routinen herauszureißen. Neues Verhalten in unbekannten Situationen, das lässt sich nicht planen und viel schlechter kontrollieren. In Veränderungssituationen braucht ihr schnell eine neue gemeinsame Ausrichtung und Orientierung und darauf basierend agile, selbstmotivierte Anpassung an die neuen Verhältnisse. Nun sind Krisen zwar Extremsituationen, aber natürlich nicht die einzigen Momente der Veränderung. Manche Krisen lassen sich sogar verhindern, wenn man die Notwendigkeit der Veränderung rechtzeitig erkennt und diese nutzt, sich rechtzeitig anzupassen. Wahrscheinlich würdest auch du, wie die meisten Menschen, eine frühzeitige Anpassung einer späteren Krise vorziehen, oder? Und damit sind wir bei einem zentralen Konzept der aktuellen Zeit, der VUCA World. Nicht mehr ganz neu, aber immer noch hochaktuell. Wahrscheinlich hast du schon davon gehört. Wenn nicht, dann schau doch kurz in das Video VUCA hinein, bevor du hier weiterschaust. Die Haupterkenntnis der VUCA-Welt ist, dass sich die Welt in den letzten 20 Jahren signifikant verändert hat. Und das ist der entscheidende Grund, warum Zukunftsfähigkeit, auch ganz ohne Corona und auch nach der Krise, für die meisten Organisationen noch eine sehr hohe Relevanz besitzen wird. Die Welt ist also dynamischer, unvorhersehbarer, komplexer geworden. Und wir alle sind dadurch gezwungen, Entscheidungen zu treffen, deren Konsequenzen wir so heute noch gar nicht 100% absehen können. Und das in immer höherer Geschwindigkeit. Kennst du das auch? Ich habe das in vielen Unternehmen gemerkt. Wenn früher in Konzernen, in denen ich arbeite, alle 5 Jahre umstrukturiert und Veränderung vorangetrieben wurde, fragten sich die Mitarbeiter, schon wieder. Ganz häufig sehen heute Mitarbeitende das Ende des Tunnels gar nicht mehr und fragen sich, immer noch? Weil der nächste Change schon begonnen hat, bevor der vorherige überhaupt umgesetzt wurde. Ist das bei euch ähnlich? Dabei ist ganz wichtig zu verstehen, dass das nicht an denen da oben am Management liegt, die immer schneller, immer verrücktere Ideen haben, sondern an der Veränderung der Welt um uns herum, an der VUCA World. Sie erfordert es von den Organisationen immer mehr, immer dynamischer und schneller, sich den Veränderungen von außen anzupassen, um zu überleben. Die Kompetenz, damit umzugehen, nennen wir Changeability. Die Fähigkeit von dir und deiner Organisation, parallel zum Tagesgeschäft, die notwendigen Veränderungen voranzutreiben und dabei nie ganz stehen zu bleiben. Und genau dafür, um die Menschen aus deiner Organisation und eure Umwelt für Veränderungen zu aktivieren, parallel zum Tagesgeschäft und entgegen dem Wunsch, in Routinen zu bleiben. Genau dafür braucht es Sinn, Vertrauen und Agilität. Nach innen ins Team und nach außen in die Umwelt. Und genau dafür findest du auf unserer Seite ganz viele konkrete Tipps, Anregungen und Tools, um damit umzugehen. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg.